Hallo Freunde des gepflegten Ladespaßes und herzlich willkommen bei Speicher elektrisiert. 15 plus ein Sondertipp rund um den Škoda Enyaq und Nummer 17 ist der Hammer. Schmarrn, Scherz beiseite, das hier ist kein Clickbait, das ist solide Hausmannskost. Diese 15 plus einer, die verheben diese Tipps und die wirst du allenfalls auch sehr gut gebrauchen können. Manche davon sind gar nicht mal Enyaq-spezifisch, denn dadurch, dass mit dem Enyaq so ein super gutes Elektroauto von Škoda kam, haben wir auch ganz viele Markenneulinge, die ein paar Škoda-Besonderheiten gar nicht kennen. Und einige von den Tipps, die kennst du vielleicht schon aus meinem Review-Video. Allerdings schaut das natürlich auch nicht jeder, vor allem aufgrund der Länge nicht. Und das meiste davon kann man sowieso in der Anleitung nachlesen, aber hey, wer liest schon gerne Anleitungen? Es ist doch viel einfacher, wenn es jemand zeigt. In diesem Sinne, viel Spaß mit den 15 plus 1 Tipps. Auf geht's! Dear viewer who wants to see this video about the Škoda Enyaq in English and might got attracted by the English titles on YouTube. I'm sorry to tell you the spoken language of this video is German since I live in Switzerland and I'm doing those videos in my spare time. I have a full-time job, so I definitely have not enough time to do two videos, a German and an English one. But I think the information about the Škoda Enyaq should not be available in German only because a lot of non-German speaking people drive a Škoda Enyaq, and there will be plenty more in the future. So, starting with this video as a premiere, I will cover some of my videos on YouTube with handwritten English subtitles for a better understanding, so that you know what this crazy Swiss guy is talking about. Tipp Nummer 1 bei der Fahrzeugbedienung ist beim Fahrmodusschalter. Die meisten von euch werden es wahrscheinlich schon bemerkt haben, aber für die, die es noch nicht bemerkt haben, ihr könnt ihn langsam und schnell bedienen. Wenn ihr ihn langsam bedient, dann geht er in D und in B und beim Zurückdrücken in N und R und natürlich auch andersrum. Ihr könnt den Hebel aber auch schnell oder kräftig nach vorne und hinten drücken, dann wird N grundsätzlich übersprungen. Wie ihr seht, schnell drücken und beim langsam drücken bekommt ihr N. Was ihr auch gesehen habt, ist, er merkt sich zwar nicht, dass ihr in B wart, wenn ihr den Wagen ausschaltet und wieder einschaltet, dann geht er standardmäßig beim ersten Einschalten hier immer auf D. Er merkt es sich aber im Anschluss. Tipp Nummer 2 rund um den Tempomat. Viele, die schon einen Škoda gefahren sind, kennen das wahrscheinlich schon. Doch ich bin mir recht sicher, wir haben auch einige Škoda-Neulinge jetzt mit dem Enyaq und die kennen das an dem Tempomat vielleicht noch nicht. Wenn er an ist, er zeigt es ja auch an, durch Hochdrücken oder Runterdrücken erhöht oder verringert sich die Geschwindigkeit, die eingestellte, um 10 Stundenkilometer. Ihr könnt bei einem Škoda aber die Geschwindigkeit auch ganz fein justieren in 1 Kilometer Schritten. Und das macht ihr bei aktiviertem Tempomat durch Ziehen auf euch zu, dann erhöht sich die Geschwindigkeit sukzessive um 1 Stundenkilometer. Und wenn ihr sie verringern wollt um 1 Stundenkilometer, auf die Set-Taste drücken. Wichtig, der Tempomat muss dabei aktiv sein. Ist er nicht aktiv, ist logischerweise wie angezeigt das auf euch zuziehen, das erneute Einschalten und wenn er nicht aktiv ist, das Set drücken, das Einstellen der aktuell gefahrenen Geschwindigkeit. Also, kleiner Tipp, wollt ihr um 1 Stundenkilometer schneller oder langsamer fahren, dann bei aktiviertem Tempomat auf euch zuziehen, +1, Set immer -1. Ich bin mal nach hinten gegangen zur Rückfahrkamera und vielleicht seht ihr oben links in der Ecke einen kleinen Nöbbel. Genau genommen dort. Das ist die Reinigungsdüse für die Heckkamera. Ja, eure Heckkamera hat eine Reinigungsdüse. Und wie man die einschaltet, das schauen wir uns jetzt vorne im Cockpit an.
Es wird nicht explizit als Piktogramm auf dem Bedienhebel für die Wischwaschanlage und die Scheibenwischer angezeigt, aber die hintere Heckkamera reinigt sich, wenn ihr die Heckscheibe reinigt. Das heißt, wenn ihr den Hebel ganz nach vorne drückt zum Reinigen der Heckscheibe, dann reinigt sich auch diese Kamera hinten, beziehungsweise es wird Wasser drauf gespritzt. Das hilft aber in vielen Fällen schon gar nicht allzu schlecht aus. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Ich schalte hier mal auf dem Display die Heckkamera ein und vielleicht sieht man, dass die ist auch gut dreckig, wer es eben nicht schon hinten gesehen hat. Und jetzt drücke ich diesen Hebel hier ganz nach vorne und da sieht man es auch, da fliegt das Wasser auf die Heckscheibe und es fliegt natürlich auch auf die Heckkamera. Nochmal. Und was ihm hier fehlt, leider, das ist ein kleines Gebläse mit einem kleinen Luftdruck, das Wasser noch wegzupusten. Aber wenn die richtig verdreckt ist, bekommt ihr sie so locker wieder sauber und könnt nach hinten was sehen. Was schade ist, für die Frontkamera gibt es leider keine solche Düse. Und was auch schade ist, es geht immer nur in Kombination mit der Aktivierung des Heckscheibenwischers. Nichtsdestotrotz eine kleine praktische Funktion, um die Kamera schnell wieder sauber zu bekommen. So eine Lenkradheizung wie hier ist prinzipiell eine praktische Sache. Blöd nur, wenn man nicht sieht, dass die Lenkradheizung an ist und es eigentlich nur daran merkt, dass es warm wird. Weil wenn ihr hier drauf drückt, hier geht kein Licht an. Auch hier vor euch im Display ist kein Licht. Wer es noch nicht entdeckt hat, die Lenkradheizung wird euch dort oben als kleines Symbol angezeigt, auch mit der dreistufigen Stärke. Das könnte man deutlicher sichtbarer machen, aber für die, die es gesucht haben, Lenkradheizung hier wird euch dort oben im Display eingeblendet und damit könnt ihr dann auch sehen, ist sie an oder ist sie ausgeschaltet. Kommen wir zum nächsten Thema und zu einem kleineren Mysterium. Das ist das sogenannte oder der sogenannte Auto-Hold. Und da fragen wir doch als erstes einfach mal unsere Skoda-Anleitung, was die meint, was Auto-Hold ist. Ich gebe es hier einfach mal als Suchbegriff ein. Ich bekomme auch sofort die Treffer. Was ist Auto-Hold? Auto-Hold sichert das Fahrzeug automatisch bei Anhalten gegen Wegrollen. In einfacherer Form, früher war das der Berganfahrassistent. Die Funktionsweise wird euch hier auch genau erklärt. Wann ist er aktiv, wann ist er nicht aktiv und vor allem auch, dass er nicht unter allen Umständen perfekt funktioniert. Hier sind die Bedingungen, die es braucht, damit er funktionieren kann und wie ihr ihn einstellen könnt. Wann greift so ein Auto-Hold halt? Ja, wenn ihr irgendwo am Berg steht und anhaltet oder aber auch, wenn ihr beispielsweise rangiert oder parkiert und zu nah an ein Hindernis kommt. Dann neigt der Auto-Hold auch zu einer spontanen Vollbremsung. Und wer das schon mal gemerkt hat und sich gefragt hat, wo kommt das her, das ist, weil bei euch Auto-Hold aktiv ist. Und wo Auto-Hold auf jeden Fall stört, ist, wenn ihr durch eine Waschstraße fahrt. Also nicht in die klassische Waschanlage, wo euer Auto fest steht und die Anlage sich bewegt, sondern so eine Waschstraße, wo ihr durchfahrt. Dann wollt ihr nicht, dass Auto-Hold aktiv ist. Wie kann man Auto-Hold konfigurieren? Nun, hier steht's. Das wäre Fahrzeug, weiterblättern, zu bremsen und dann hier unten deaktivieren. Da möchte aber ja niemals jemand freiwillig hingehen jedes Mal. Und aus dem Grund könnt ihr euch Auto-Hold, so wie ich es auch gemacht habe, hier unten in die Favoriten legen. Wie ihr die Favoriten konfigurieren könnt, das zeige ich euch ja auch in dem Video. Es kommt gleich. Und hier seht ihr jetzt, ist Auto-Hold quasi aktiviert. Und ich kann einfach hier drauf drücken und Auto-Hold ist deaktiviert und er wird auch nicht anspringen, wenn ich jetzt beispielsweise hier den Fahrmodus auf D eingeschaltet, steht vorne Ready. Ich habe kein Auto-Hold und ihr seht, das Fahrzeug rollt los. Wenn ich jetzt hier wieder Auto-Hold aktiviere, seht ihr, ist er da auch an. Ich gehe von der Bremse und der Wagen steht. Mein erster Tipp rund um die Bedienung vom Infotainment bezieht sich auf die Sprachassistenztaste. Wenn ihr die einmal kurz drückt, dann kommt da Laura. Jetzt rede ich natürlich ganz viel, das verwirrt sie. Ich drücke sie einfach weg. Wenn ihr diese Taste lange drückt,
dann kommt nicht Laura, sondern euer Sprachassistent, entweder wie bei mir Siri beim iPhone oder der Google Assistant. Und ihr könnt den direkt ansteuern. Tipp Nummer 2 für die Bedienung bezieht sich hier auf den Parkassistenten. Hier natürlich mit dem Area View zu sehen. Das heißt, es kann natürlich sein, dass euer Fahrzeug nicht all diese Funktionen hat. Die Kameras schaltet ihr einfach durch das Drücken auf den entsprechenden Bereich um. Ihr seht, es wechselt zwischen hinten und vorne. Lasst euch von diesem rein gerätschenden Balken da oben nicht irritieren. Ihr seht, ihr könnt trotzdem drücken. Was nicht direkt intuitiv ist, ist die vergrößerte Draufsicht. Dafür einfach aufs Auto drücken und dann habt ihr quasi den sogenannten Area View auf dem Hauptdisplay. Wenn ihr den nicht mehr haben wollt, einfach irgendwo aufs Display drücken. Ihr könnt euch prinzipiell auch hier die Seiten so anzeigen. Ist allerdings eine sehr, für mich zumindest, sehr gewöhnungsbedürftige Perspektive. Ihr könnt natürlich hier auch die Ansicht komplett über den Screen machen, wenn ihr mehr sehen wollt. Und dann habt ihr hier oben noch diese 3 Funktionen. Das hier ist, wie es das Piktogramm zeigen soll, fürs Quereinparkieren. Das hier ist zum Ankoppeln des Anhängers, wobei dann eben mit dem gelben Strich auf die Deichsel vom Anhänger gezielt werden sollte. Und das ist einfach, um einen möglichst breiten Raum hinter dem Fahrzeug zu überwachen. Aber so könnt ihr euch hier genau das einstellen, was ihr sehen wollt. Auch hier wieder, wenn ihr frontal einen Parkassistenten braucht, ist der auch da. Und eben das schönste Feature, wenn ihr den Area View habt, ist dieses. Ihr seht wirklich die komplette Umgebung eures Fahrzeugs und könnt entsprechend sicher parkieren. Punkt 3 bezieht sich auf das Bedienen der einzelnen Reiter auf dem Display. Ihr seht das, ich habe 2. Während dieses Scrollen hier noch relativ einfach ist oder dieses Blättern, kann es hier mitunter schwierig werden, wenn ihr so ein Screen habt wie ich mit Unterreitern. Hier passiert gar nichts. Wenn ihr das funktioniert in den Tabs, aber zurück auf erste Seite ist schwierig. Da gibt es einen einfachen Trick. Einfach möglichst nah am Rand und es funktioniert. Und wer auch das nicht machen möchte, das Display reagiert auch auf eine Wischgeste. Die Sensoren sitzen hier unten drin. Das heißt, am besten macht ihr das hier unten mit der Hand so und könnt auch problemlos hin und her blättern. Tipp Nummer 4 rund ums Bedienen der Musik. Diese Tasten hier sind sicherlich jedem bekannt für das Vor- und Zurückblättern in der Musik. Es gibt aber noch weitere Möglichkeiten. Ich habe hier mal so ziemlich alle Musik-Widgets hingelegt, die es gibt. Auf der nächsten Seite sind noch mehr. Klar könnt ihr auch diese Tasten hier drücken. Es gibt aber noch eine relativ einfache Variante. Ihr könnt irgendwo auf dieser Kachel mit dem Finger streichen. Und genau das mache ich jetzt. Zack. Und ihr kommt zum nächsten Lied. Und wenn ihr zurückstreicht, dann verhält sich das genauso. Er springt zum vorherigen Titel. Wenn das Lied schon ein bisschen länger gelaufen ist, dann geht er zurück zum Anfang des Liedes. Also genau das gleiche Verhalten wie bei den zugehörigen Schaltflächen oder auch am Lenkrad. Funktioniert natürlich auch hier in der 2x2 Kachel. Und es funktioniert auch, das war die 2x3 Kachel, Entschuldigung, funktioniert auch in der 2x2 Kachel. Da könnt ihr das Gleiche machen. In der 1x1 Kachel funktioniert es allerdings nicht. Der letzte Tipp aus dem Bereich Bedienen Infotainment für dieses Video dreht sich rund um die Klimaanlage. Temperatureinstellung ist bekanntlich hier. Natürlich könnt ihr mit Minus und Plus einstellen. Wenn es aber mal schneller gehen soll, könnt ihr auch einfach hier oben mit dem Finger durch die Temperaturanzahl durchwischen. Funktioniert natürlich auf der Beifahrerseite ganz genauso. Wer also nicht immer in 0,5er Schritten drücken möchte, kann auch so ganz einfach durch Wischen seine Wunschtemperatur einstellen und hat somit eine vereinfachte Bedienung. Tipp Nummer 1 aus dem Bereich Konfiguration und Individualisierung eures Infotainment-Systems. Hier geht es darum, wie passt ihr eure Favoriten, nämlich die 3 hier unten, euer Dropdown-Menü, nämlich diese hier oben an und wie passt ihr das Menü hier an.
Ich beginne einfach mal mit diesem Menü. Auf den ersten Blick würde man meinen, dass das so einfach ist, wie es ist. Das stimmt aber nicht. Ihr könnt alle Symbole individuell anordnen, indem ihr mit dem Finger länger drauf drückt und dann per Ziehen und Fallen lassen oder Englisch Drag and Drop an die jeweilige Stelle bewegt, wo ihr es haben wollt. Und so könnt ihr euch ein komplett individuelles Menü zusammenstellen. Zum Beispiel, wenn euch Setup hier nicht gefällt, zieht es an den linken Rand, dann kommt ihr auf den ersten Reiter und lasst es dort fallen. Und damit könnt ihr euch euer Menü komplett individuell einstellen. Das gleiche hier unten bei den Favoriten. Bei den Favoriten einfach länger mit dem Finger auf den gewünschten Favoriten drücken. Jetzt könnt ihr einerseits die vorhandenen Favoriten löschen oder von oben aus dieser riesigen Liste weitere Favoriten oder andere Favoriten, mehr als 3G, nicht unten ablegen. So habe ich mir auch mein Auto-Hold dorthin gelegt. Und wir machen es jetzt einfach mal mit Air Care, also der Reinigung des Luftraumes, Finger drauf und dann einfach mit dem Finger hier unten hinziehen. Ich möchte das dort haben und schon ist es ersetzt. Ihr müsst also auch nicht vorher das Symbol löschen, um ein neues draufzuziehen. Ihr könnt es auch einfach ersetzen. Wenn ihr es löscht, könnt ihr es natürlich auch entsprechend leer lassen. Wenn ihr nicht mehr weiter editieren wollt, einfach da oben drücken. Und kommen wir zum letzten Individualisierungsmenü hier, bevor wir dann auch über die Widgets reden. Auch das könnt ihr natürlich anpassen, welche Funktionen ihr hier drauf liegen haben wollt. Und die meisten von euch haben sich sicher schon gedacht, einfach lange mit dem Finger drauf drücken. Und jetzt seht ihr hier oben, was ist vorhanden und hier unten, was könnt ihr auswählen. Und auch hier habt ihr die euch vielleicht schon bekannt vorkommenden Sachen aus dem Favoritenmenü hier unten. So könnte ich mir jetzt beispielsweise auch wieder mit Drag and Drop die Navigation zur Arbeit dort oben hinziehen. Beenden, wieder hier und schon habe ich dort mein angepasstes Menü. Kommen wir zu Tipp Nummer 2 und da geht es um die sogenannten Widgets, also diese Kacheln, die ihr hier liegen habt. Bei mir seht ihr, ich habe das schon angepasst nach meinem Gusto und wenn ihr das editieren wollt, wer hätte es gedacht, lange mit dem Finger auf den Bildschirm drücken und dann kommt dieser Bearbeitungsmodus. Wenn ihr hier drauf geht, oben rechts, könnt ihr weitere Reiter hinzufügen mit Plus. Entweder hinter dem aktuellen oder vor dem aktuellen. Das wäre dahinter, das wäre davor und das sind immer solche leeren Raster. Und jetzt ist Schluss. Mehr als 4 erlaubt ihr euch nicht. Löschen geht natürlich auch hier oben, problemlos. Ich werfe auch mal, nein, ich lasse den da, weil den konfigurieren wir jetzt. So, wenn ihr jetzt hier drauf Widgets ablegen wollt, geht ihr aus diesem Bearbeitungsmodus raus und ihr seht, jetzt kommen hier überall solche Pluszeichen. Dann könnt ihr einfach auf ein Pluszeichen drücken und dann bekommt die Widget-Auswahl und dieses, wie hier 1x1 oder dann hier unten 2x2 ist die Größe des Widgets. Das größte, was es gibt, ist der SmartLink 4x3. Das wäre das 4x3. Und hier habt ihr relativ viel Auswahl, wie ihr euch Informationen von eurem Skoda anzeigen lassen wollt. Und viele Widgets in unterschiedlicher Größe zeigen unterschiedliche Daten an. Jetzt gibt es aber noch eine Besonderheit und wir merken uns mal diesen Screen hier und ich füge ein neues Widget hinzu. Die 1x1 Widgets übrigens sind nur die Absprünge ins jeweilige Menü. Die anderen haben mehr Funktionen und ich nehme jetzt hier unten mal das 3x3 Widget mit der Karte. Widgets kann man nur einmal platzieren. Hier ist jetzt die Karte. Ja, und jetzt seht ihr, fehlt die Karte da. Wem das passiert, nein, da ist nichts kaputt. Ihr könnt jedes Widget nur ein einziges Mal ablegen. Das ist ein bisschen schade, weil manchmal möchte man sich unterschiedliche Screens vielleicht mit den gleichen Widgets zusammenbauen. Ist aber aktuell einfach so. Ich lösche es mir hier jetzt natürlich wieder raus, um meine Ansicht hier wieder korrekt zusammenzubauen. Was ihr auch seht, das 4x3 Widget SmartLink ist jetzt nicht verfügbar, weil es sind ja nur 3x3 Kästchen frei, die er überhaupt belegen kann. Das merkt er und dann bietet er euch auch nur noch die dafür passenden Widgets an. Software bleibt am Ende vom Tag Software und das leider auch in einem Skoda.
Was euch manchmal passiert, ist, dass dieses Infotainment einfach abstürzt. Wie stürzt es ab? Der Bildschirm friert ein oder er wird komplett schwarz. Ich habe jetzt keins, das ich simulieren kann. Also ich wüsste nicht, wie ich es absichtlich hinbekomme. Aber wenn euch das passiert, dann gibt es einen einfachen Trick, der geht auch während der Fahrt. Also erstens, wenn das Ding abstürzt, ist euer Auto immer noch vollständig fahrtüchtig. Nicht panisch werden. Bloß nicht panisch werden. Einfach ruhig weiterfahren. Ihr könnt dann natürlich anhalten, den Wagen ausschalten, wieder einschalten. Das führt auch zu einem Reset oder Neustart. Ihr könnt aber auch einfach hier auf der Ein-Aus-Taste lange mit dem Finger drücken. Und zwar ungefähr 15 Sekunden lang. Und wenn ihr das lang genug macht, dann startet dieses System neu. So, jetzt. Ihr seht, der Bildschirm ist schwarz geworden. Ihr habt ihn nicht dauerhaft ausgeschaltet, sondern das System macht einen Neustart. Und einfach, dass ihr das seht, das Auto ist immer noch an. Und normalerweise kommt direkt dieser Screen. Das war einfach nur, weil ich für euch rumgespielt habe. Und ihr seht, das System hat neu gestartet. Er initialisiert jetzt alle Widgets. Das braucht einen Moment. Und da ist alles wieder, wie es sein sollte. Der adaptive Geschwindigkeitstempomat und der Travel Assist sind unglaublich praktische Helfer beim Autofahren. Man fährt ja fast schon nicht mehr selbst. Und das Schöne ist, dass es ja auch mit der Geschwindigkeit, die auf der Straße erkannt wird, hier, jetzt hat er 50 noch erkannt, vom Ort gekoppelt ist. Sprich, wenn es von der Autobahn von 120 auf 100 runtergeht, passt er die Geschwindigkeit automatisch an. In den meisten Fällen funktioniert das super, doch manchmal, gerade hier in der Schweiz, gibt es Fehlerkennungen. Und in der Schweiz passieren die relativ häufig. Ihr könnt deshalb auch diesen adaptiven Tempomat entkoppeln vom Travel Assist, respektive die Verkehrszeichenerkennung vom Travel Assist und dem adaptiven Tempomat entkoppeln. Er reagiert dann immer noch auf die Straße, sprich er bremst vor engen Kurven, vom Kreisverkehr und sonstiges ab, aber er reagiert nicht mehr auf Geschwindigkeit. Ihr verliert damit natürlich einen riesen Vorteil, darum habe ich es auch für mich nicht deaktiviert und lebe damit, dass er halt Fehlerkennung hat. Aber wenn ihr das ändern wollt, müsst ihr in die Assistenten entweder über die Set-Taste oder über das Menü hier in die Assistenten abspringen oder eben ihr drückt Z und geht dann hier auf Assistenten und in diesem Screen wählt ihr einfach hier oben nicht die Tempozeichenerkennung, die Verkehrszeichenerkennung aus, sondern den ACC und dann könnt ihr hier unten sagen Vorausschau zulässige Geschwindigkeit aus, während ihr Vorausschau Streckenverlauf anlasst. Damit habt ihr immer noch die Autorekuperation vor den Kurven, vor dem Kreisverkehr, aber er ignoriert Geschwindigkeitszeichen. Der letzte Tipp bezieht sich auf die Konfiguration vom Hintergrundmotiv und der Farbe. Wenn euer Skoda ausgeliefert wird, dann habt ihr höchstwahrscheinlich genau diesen Hintergrund mit dieser Farbe. Doch in meinen Videos seht ihr einen anderen Hintergrund und der ist erst noch rot. Den Hintergrund konfiguriert ihr im Setup unter Bildschirm Hintergründe und hierbei gibt es einen Unterschied der oberen drei zu den restlichen. Die oberen drei können die Farbe anpassen, während die restlichen hier unten vordefinierte Farben haben. Und wir gehen jetzt hier einfach mal auf Strom und wer sich jetzt fragt, wie ändere ich die Farbe? Nun, da übernimmt er die Farbe aus der Ambientebeleuchtung. Und wenn ihr die umschaltet, seht ihr, ändert sich auch die Hintergrundfarbe. Funktioniert natürlich auch mit individuellen Farben, wenn ich beispielsweise jetzt hier auf Violett schalte. Und so könnt ihr euch hier komplett austoben, was ihr denn gerne im Hintergrund haben möchtet und individuell das Motiv und die Farbe wählen. Der Bonustipp, und das ist die Sprachassistenz im Škoda Enyaq Laura. Da gibt es natürlich jede Menge witzige Sachen, ein paar waren auch schon im Review-Video, da gibt es aber auch jede Menge nützliche Sachen. Wenn ihr noch ein bisschen mehr über Laura wissen wollt, guckt euch unbedingt das Kapitel in meinem Review-Video an. Ich hatte es ja schon eingangs verlinkt. Dort seht ihr zum Beispiel auch, dass Laura erkennt, von welcher Richtung gesprochen wird. Hier geht es jetzt um ein paar neue Sachen. Und vieles davon ist auch einfach nur witzig, manches aber auch praktisch. Und wir beginnen einfach mal mit: Okay, Laura, erzähle mir einen Witz. O
Das haben mir meine Entwickler nicht beigebracht, aber ich probiere es mal. Was essen Autos am liebsten? Parkplätzchen. Ja, ein Wortspiel, das schon ziemlich flach ist. In jeder Sprache hat es übrigens sein eigenes Wortspiel. Okay, Laura, fahre wohin du willst. Am liebsten in die Wassstraße. Sie hat einen kleinen niedlichen Akzent, oder? Am liebsten in die Wassstraße. Aber es gibt noch ein paar mehr Antworten. Ich zeige euch immer nur jeweils eine. Witz kennt ihr übrigens nur einen, damit ihr die anderen selbst herausfinden könnt. Okay, Laura, wie geht es dir? Ich fühle mich fabelhaft. Danke der Nachfrage. Natürlich könnt ihr Laura auch begrüßen oder verabschieden. Okay, Laura. Hallo. Moin. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und das Schöne ist, wenn ihr euch verabschiedet, beendet sich der Sprachassistent auch. Ihr müsst also nicht unbedingt Abbruch sagen, um den Sprachassistenten abzubrechen. Wer das Roadtrip-Video gesehen hat, kennt auch den nächsten schon. Okay, Laura. Mein Hintern ist kalt. Alles klar. Der Sitz vorn links wird gleich wärmer. Und ich schalte die Sitzheizung wieder aus. Natürlich könnt ihr auch andere Begriffe verwenden. Ihr könntet zum Beispiel auch sagen, okay, Laura, meine Eier frieren. Alles klar. Der Sitz vorn links wird gleich wärmer. Und das berühmte A-Wort funktioniert auch. Wahrscheinlich auch noch weitere, die mir gerade so nicht einfallen. Ihr könnt natürlich auch sowas sagen wie mir ist kalt, mir ist warm. Und die funktionieren auch alle. Jetzt machen wir noch ein paar andere nützliche Sachen mit Laura. Dazu schwenke ich mal kurz auf das Display, dass ihr seht, was sie euch dann auch anzeigt. So, ihr seht jetzt das Display und beginnen wir mal mit okay, Laura, ich habe Kopfschmerzen. Suche Sonderziele in der Nähe. Bitte wählen Sie ein Sonderziel aus der Liste. Und sie findet Apotheken und Drogerien. Gar nicht mal so schlecht. Okay, Laura, ich bin müde. Suche Sonderziele in der Nähe. Bitte wählen Sie ein Sonderziel aus der Und da kommen Raststätten. Das finde ich gut. Warum? Weil damit haben wir ein Stück weit eine bedürfnisorientierte Sprachassistenz. Ihr sagt, was euer Problem ist und Laura versucht, eine Lösung zu finden. Und das funktioniert mit ganz, ganz vielen Begriffen. Im Teil habe ich euch jetzt wieder gezeigt, auch ein paar humorvolle Sachen. Ja, Laura ist manchmal ein bisschen zickig. Sie reagiert nicht immer auf die Spracheingabe. Und ja, sie versteht einen auch nicht immer. Aber in vielen Fällen funktioniert das richtig gut. Oh, einen habe ich übrigens noch. Gehen wir mal kurz zum Thema Laura und Navigation. Ein viel gescholtenes Problem. Aber da gibt es noch eine Besonderheit. Ich hoffe, ich bekomme es jetzt hin. Okay, Laura. Navigiere mich nach Chur. Meinten Sie Chur? Ja. Bitte nennen Sie die Straße. Kalanderstraße. Kalanderstraße. Bitte nennen Sie die Hausnummer. Keine Hausnummer. Gute Fahrt. Und ihr seht, ich muss keine Hausnummer angeben zwingend. Ich kann auch einfach sagen, keine Hausnummer. Noch ein zweites Beispiel. Okay, Laura. Navigiere mich nach Luzern. Meinten Sie Luzern, Bühl? Zeile 2. Zeile 2. Luzern. Bitte nennen Sie die Straße. Keine Straße. Gute Fahrt. Und auch hier sehen wir, mit dem keine Straße überspringt sie auch direkt die Auswahl der Hausnummer und wird hier unten nun in Luzern einfach das Stadtzentrum angewählt haben. Und siehe da, das hat sie auch getan. Ja, das waren meine 15 plus 1 Tipps und Tricks für den Skoda Enyaq. Sicherlich nicht das letzte Video zu dem Thema.
waren die Tipps auch für dich hilfreich? Dann lass mir doch einen Daumen nach oben da. Und hast du vielleicht selber Tipps und Tricks, die ich in eines meiner nächsten Videos einbauen soll, dann schreib es mir doch unten in die Kommentare. Und bis dahin würde ich dir noch empfehlen, ein Abo dazulassen, weil dann verpasst du das nächste Video garantiert nicht. Und wir sehen uns dann auch in diesem nächsten Video. Bleib energiegeladen.